herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Sonntag, der 23.01.2022. Das hier wird eine Videoantwort an Tools for Chance. Die haben die 2000 Abonnentenmarke geknackt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Absolut verdient. Das sind immer sehr schön aufbereitete und informative Videos und Tools for Chance hat hier zu einer kleinen Videoantwort aufgerufen. Man soll einen Löffel schnitzen, am besten vor der Kamera. Ja, das möchte ich heute machen und ja, hier ist ein Holz, da werde ich mir jetzt ein, zwei schöne Stücke raussuchen, mir ein kleines Stück zurechtsägen und dann geht es auch schon los. Bis gleich. Nasses Holz ist natürlich nicht so ideal, aber ich probiere mal mein Glück. Es muss ja nicht perfekt werden. Ich werde hier mit dem Markus Reichert Perser von Fox Knives arbeiten und ich denke, das wird alles insgesamt recht gut funktionieren. Gut, dann baue ich das hier mal ein bisschen um und dann lege ich gleich los. Und dann geht es auch schon los. Ich habe mir hier Kiefernholz rausgesucht. Ja, das war ziemlich nass, es war ziemlich harzig und irgendwie wohl das fieseste Stück Kiefer, das im Wald rumlag. Also das hat sich wirklich gewehrt. Zudem hätte ich zuvor schon viel mehr Holz beim Batonieren entfernen können. Kurz gesagt, ich habe mich hier ein bisschen angestellt. Eigentlich hatte ich eine Art Plan, den habe ich dann ziemlich schnell verworfen und einfach drauf losgeschnitzt. Übrigens werdet ihr immer wieder kurze Schnitte sehen. Das liegt an meiner Kamera, die kann nur etwa 10 Minuten am Stück filmen. Also ganz unabhängig von der Größe der Speicherkarte. Ich habe mit 3 Speicherkarten etwa 9 GB Daten verfilmt und bin gerade so fertig geworden, bevor mir der Speicherplatz ausging. Ja, auf kurz oder lang muss dann vielleicht doch mal neues Equipment her. Zur Challenge: Man sollte einen Löffel mit einem Messer schnitzen, also keine sonstigen Hilfsmittel, außer am Anfang die Säge. Ich habe mich bewusst für das Perser von Markus Reichert entschieden. Derzeit komme ich leider selten raus und das war jetzt eine schöne Gelegenheit, das Messer mal ein bisschen auszutesten. Das Perser hatte ich jetzt schon länger auf meiner Liste, hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Ende 2021 habe ich es mir dann bei Tools for Chance gekauft. Das ist hier eine Trailing Point Klinge und gefällt mir wirklich gut. Ist mal was anderes. Irgendwie wirkt das Perser erstmal wie ein kleines Messer, aber es sind dann 10 cm Klingenlänge und davon 9,5 cm effektiv. Das kann sich dann schon sehen lassen und deckt auch viele Anwendungsbereiche ab. Die Klinge ist mit 3,5 mm Breite ausreichend stabil ausgeführt, Klingenhöhe 25 mm, ein Flachschliff und gerade mal 0,5 mm hinter der Schneidphase. Für einen Fixed ist das sehr ordentlich, kann man gar nichts sagen. Wir haben ein satiniertes Klingenfinish, einen etwa 10,5 cm langen Griff. Das Ganze ist eine Fulltank-Konstruktion. Dann haben wir sehr edel aussehende Jute-Mikata-Griffschalen. Die sind aufgeklebt und mit Hohlösen vernietet. Sieht wirklich genial aus. Im Outro werde ich euch dann ein paar Detailaufnahmen vom Perser zeigen. Das Griffvolumen liegt zwischen 66 und knapp 70 mm. Das passt auch. Die Handlage ist gut. Ich hatte beim Arbeiten keinerlei Probleme. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. Das Perser ist sehr führig. Es hat sich zu jeder Zeit gutmütig verhalten. Die Schnitthaltigkeit hat mich hier auch wirklich erstaunt. Das ist mein erstes Messer mit dem 1415303 Stahl, besser bekannt unter dem Kürzel SB1 Stahl und noch viel besser bekannt unter dem Namen Niolox. Der Name leitet sich ab vom in der Natur selten vorkommenden Schwermetall Niob. Ursprünglich ist das, wie beispielsweise auch der D2, ein Werkzeugstahl und der Niolox wird auch ganz gerne mit dem D2 verglichen, hat beispielsweise mit etwa 13% einen relativ niedrigen Chromanteil und ist somit eher rostträger, also keinesfalls rostfrei. Salzwasser, Fruchtsäuren oder ähnliches können dem Niolox dann schon schaden, also ihn zum Rosten bringen oder zumindest Flecken hinterlassen. Ein bisschen Pflege in Form von gelegentlichen Reinigen und Einölen wäre auf jeden Fall angebracht.
Mit 60 HAC sind wir so ziemlich am Limit beim Neolog-Stahl. Wenn man ihn ein bisschen härter aushärtet, dann wird er eher spröde, neigt dann auch zu Ausbrüchen. Also 60 HAC sind ideal. Wie vorhin erwähnt, ist das ein sehr schnitthaltiger Stahl. Das Stahlgefüge ist homogen. Beim Schnitzen hatte ich hier nicht mal im Ansatz das Gefühl, dass die Schärfe der Klinge nachlässt. Das macht dann schon Spaß und da merkt man Unterschiede zu anderen Stellen. Das ist ganz deutlich. Die Spitze ist ausreichend stabil gehalten. Da kann man dann auch mal ein bisschen in Anführungszeichen pörkeln. Was auch immer das ist. Ich habe jetzt hier mal das Innere des Löffels angezeichnet und versucht es ein bisschen rauszupörkeln. Der Schluss war etwas abrupt. Die Speicherkarte war am Ende und ich ehrlich gesagt auch. Im Hintergrund stand meine Freundin und hat den Countdown für die verbleibenden Sekunden runtergezählt. Insgesamt habe ich etwa eine Stunde für diesen Löffel gebraucht. Deswegen war das hier ein Zeitraffer, das hätte ich euch nicht antun können. Hat echt viel Spaß gemacht, war mal wieder schön, ein bisschen draußen zu sein. Das Perser hat sehr gute Arbeit geleistet. Für das Aussehen dieses Löffels kann das Messer nichts, wobei ich insgesamt zufrieden bin. Am darauffolgenden Tag habe ich gleich noch einen Löffel für die Facebook-Gruppe gemacht. Das ist dieser hier, und zwar mit dem Mora Eltris. Ja, ich muss sagen, das Perser und das Eltris, die würden sich sehr, sehr gut ergänzen. Das sind richtig gute Messer. Das war dann meine VA an Tools for Chance. Nochmal Glückwunsch zu mittlerweile weit über 2100 Abonnenten. Das Giveaway ist wirklich eine Riesenaktion. Das sind richtig tolle Preise, die hier rausgehauen werden. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Auf diesem Wege drücke ich auch allen Teilnehmern die Daumen. Viel Glück. Jeder der Teilnehmer, sowohl in der Facebook-Gruppe als auch auf YouTube, hätte es verdient. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.